Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Mein Name ist Aaron und ich bin seit 2016 im Autismus-Spektrum diagnostiziert. In diesem Video möchte ich gerne euch erzählen, worum es auf meinem Kanal geht und was für Themen und Themenbereiche euch hier in den nächsten Videos erwarten werden. Und zudem, warum ich persönlich einen sehr positiven Blick auf Entwicklung und Veränderung habe, wenn sie von einem selber kommen. Dafür möchte ich gerne zuerst etwas aus meinem Leben erzählen. Vor wenigen Jahren war ich berentet, also bis an mein Lebensende quasi arbeitsunfähig geschrieben. Und ich habe im betreuten Wohnen gewohnt. Zusätzlich war ich gerichtlich entmündigt und hatte nur noch eine sehr geringe Perspektive für mein weiteres Leben. Zusätzlich habe ich sehr wenig gefühlt, beziehungsweise ich konnte das, was ich gefühlt habe, nicht ausdrücken und auch kaum darüber sprechen. Es hat sich alles immer nur so in mir angestaut und weiter angestaut und es ist Stress entstanden. Aber ich habe selten eine Möglichkeit gefunden, diesen Stress loszuwerden und auch die Emotionen quasi rauszulassen. Und generell war mein Stresspegel total hoch, weil ich konnte nie wirklich loslassen. Also auch alle gängigen Methoden, die es so gab, um Stress abzubauen oder loszulassen, haben nicht so wirklich funktioniert. Und das war sehr belastend für mich. Ich war damals in sehr starken Depressionen und hatte auch eine soziale Phobie, also bin mehrere Jahre lang gar nicht mehr unter Menschen gegangen. Da wurde selbst der Zahnarztbesuch zu einer fast unüberwindbaren Hürde. Und ja, zudem hatte ich ein Umfeld, was nicht gerade supportend war. Ich wurde damals generell als eher faul betitelt, weil ich ja nie etwas zu Ende gebracht habe oder auch von einem Chefarzt aus einer Klinik, der mir in einem Gespräch sagte: Herr Wahl, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Bei Ihnen geht es nicht mehr darum, wie sich etwas verändert, sondern nur noch darum, wie Sie in dem jetzigen Zustand den Rest Ihres Lebens verbringen können. Und als das passiert ist, war ich gerade mal 18 und habe das vielleicht auch ein bisschen für mich angenommen, weil ich dachte, das ist ein Profi, der kennt sich aus, der leitet eine Klinik. Und ja, das war damals so der Zustand, in dem ich war. Und heute, ein paar Jahre später, höchstens 5 Jahre später, bin ich Leiter eines Autismusbereiches in einem Betrieb und habe täglich mit Menschen zu tun und auch täglich mit Gefühlen und Emotionen, die auch sehr ausgelebt werden und gezeigt werden. Ich selbst kann meine Emotionen zeigen und bin hier sehr, sehr gerne. Ich halte Vorträge und Lesungen und bin generell sehr gerne unter Menschen. Und ich habe eine eigene Wohnung. Ich bin nicht mehr gerichtlich entmündigt. Ich bin auch nicht mehr depressiv. Ich habe Wege gefunden, mein Stresslevel so gering zu halten, dass er für mich kaum mehr irgendwie belastend wird.
selbst in Situationen, wo ich unter sehr vielen Menschen bin und dergleichen mehr. Und wie ich quasi von dem Zustand damals zum Zustand heute gekommen bin, das möchte ich gerne in meinen Videos weitergeben. Weil das hat begonnen mit sehr kleinen Schritten und mit sehr kleinen Schritten, die rein aus mir selber kamen. Dafür hatte ich kein großes Konzept, keine Methode, keinen Plan, sondern ich habe bei mir selbst angefangen und ich hatte auch nur mich selber, weil Unterstützung gab es damals nicht. Und habe dann geguckt, was brauche ich, um langsam Schritte in Richtung einer Veränderung zu machen. Und diese Schritte zusammen mit den Herausforderungen, die daraus kommen und auch den Lösungen, die für diese Herausforderungen gefunden wurden und auch die Gedanken und all das möchte ich gerne an euch weitergeben. Und vielleicht unterstützt es den einen oder anderen von euch, wenn er sich selber gerade auf dem Weg einer Entwicklung oder Veränderung befindet. Oder vielleicht gibt es auch den Anstoß, um diesen Weg zu beginnen. Weil ich bin der Meinung, dass dieser Weg gemeinsam immer leichter ist als alleine. Und wenn ich Teil dieser Gemeinsamkeit sein kann, mit dem, was ich aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen kann, dann freut mich das sehr. Und damit kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich Veränderung und Entwicklung als so positiv sehe. Denn damals, als ich depressiv und in der Sozialphobie und mit dem Umfeld, was mir suggeriert hat, dass ich nichts zustande bringen kann, was mir da geholfen hat, war ein innerer Antrieb, ein innerer Gedanke von mir. Ich habe mir gedacht, dieser Zustand für den Rest meines Lebens kann ich mir nicht vorstellen. Das resoniert nicht in mir, da sehe ich mich nicht. Und ich wusste auch nicht, wo ich mich sehe, sondern ich habe quasi dann aber begonnen, mir Gedanken darüber zu machen und mir vorzustellen, wo ich mich denn sehen könnte. Und so hat dieser Weg begonnen. Einfach nur dadurch, dass ich entgegen aller anderen Meinungen der Überzeugung war, dass das noch nicht das Ende von meinem Weg ist. Und das hat heute zu Dingen geführt, die aus damaliger Sicht unglaublich sind. Also nicht mal für mich vorstellbar. Und dennoch erreichbar. Und es würde mich freuen, in meinen Videos diesen Weg mit euch zusammen nochmal zu gehen. Und wenn ihr selber auch schon mal eine große oder kleine Veränderung angefangen habt und angefangen habt, einen Weg zu gehen, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und falls ihr Fragen habt, falls ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr mir die auch sehr gerne schreiben. Und zum Thema Umfeld, um guten und positiven Umfeld, denn das habe ich jetzt gefunden, sowohl auf der Arbeit als auch im Privaten. Und dieses private Umfeld ist eine Community aus Eltern oder Angehörigen und Menschen im Autismus-Spektrum, die sehr positiv ist, die sehr supportend ist und wo sich miteinander geholfen wird und wo quasi eine positive Sicht herrscht und ein positiver Grundgedanke. Den Link zu dieser Community packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal vorbeischauen und gucken, ob das was für euch sein kann. Auch wenn ihr noch nicht diagnostiziert seid oder wenn ihr
Angehöriger seid, kommt gerne mal vorbei. Wir würden uns freuen. Und ja, ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Videos. Ich freue mich auf das, was kommt und wo sich dieser eigene Weg hinentwickeln wird. Und ich freue mich, diesen Weg mit euch zu gehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, so sie denn noch bei euch scheint. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.